So, hallo ihr Lieben, es ist wieder soweit. Ja, ich jage heute mal 2 Videos hinterher. Heute ist es wieder soweit. Die Woche hat es angefangen am 10. und das müsste bis zum 23. nach meinem Bemessen gehen. Ist wieder Ankara, das ist wieder Goa-Event. Und ja, da finden übers Wochenende viele hallo, schönes Kleid. Muss ich gleich mal gucken, was kostet denn? Mal so nebenbei. Müsst gerade mal geduldig sein, ich bin am Shoppen ein bisschen. 150 Linden, das geht. Ähm, auf jeden Fall, ihr seht hier gerade, wenn ihr zum Beispiel auch angefangen habt oder ihr seid ein bisschen länger schon dabei, seht ihr verschiedene Stände. Ich war noch nicht so ganz rum. Muss ich auch noch mal tun, mir so ein bisschen die Shops angucken. Ihr müsst ja nichts kaufen. Ihr müsst auch unbedingt kein RP mitmachen, wenn ihr das nicht wollt. Aber ihr könnt dann den Meter von mir aus hier, wie ich es jetzt gerade mache, auf OCC stellen, ne? Dann seid ihr im OCC-Bereich, dann tut ihr, wie gesagt, nicht am RP mitteilen und wollt auch nicht machen. Hier seht ihr die Tafel, wo alles so was ist mit Teleportern und so. Es gibt auch wieder einen G&S-Markt. Es gibt auch wieder verschiedene Turniere. Es gibt auch wieder einen Tanz. Bisschen ein Spoiler-Alarm, bisschen eigene Werbung. Ja, vielleicht gibt es ja am 16., wie ich weiß, gibt es, glaube ich, auch ein Kachira-Tanz. Mehr sage ich dazu erstmal nicht, weil ihr sollt mich ja in Gore, mein Avatar, solltet ihr ja finden. Und wenn ich jetzt was verraten würde, dann wüsstet ihr ihn schon und ihr sollt ihn ja suchen. So, also viel Spaß schon mal dazu beim Suchen. Und wer es natürlich weiß, bitte, ich bitte euch im RP, auch wenn ihr es wissen solltet, bitte im RP seid bitte so nett und tut mit mir anständig reden im RP und ja, ihr wie auch normale Menschen auch bitte. Ja, seid bitte höflich und so weiter und so fort, wenn ihr ihn schon gefunden habt. Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist da mein RP, aber. Und ja, ihr könnt euch gerne hier umgucken, ihr könnt auch gerne mitmachen natürlich sind natürlich viele Engländer und schöne Kleider und so, ne, und so weiter und so fort. Man kann sich die Landmarken mitnehmen und so. Ihr müsst ja, wie gesagt, nicht unbedingt mitmachen an Goa, aber ihr könnt es euch ja zumindest mal angucken. Ne? Wenn ihr mal Langeweile habt oder ihr wollt mal was Neues wissen oder so, dann zieht euch ein bisschen ansprechend an mit dem Mittelalter. Ihr müsst auch nicht in Gore gekleidet sein. Ihr könnt einfach im Mittelalter, was weiß ich, wenn ihr Sklavin spielt oder so, dann natürlich im Sklavenoutfit. Aber bitte denkt selber dran, den COC-Meter ist leider ein Muss. Das steht auch in jeder Notizkarte. Aber wenn ihr irgendwelche Vorführungen oder so mit anguckt, bitte seid so nett und zieht ihn trotzdem ab. Weil es hilft den Leuten ungemein, die ein bisschen einen schwächeren PC haben, ihn dann besser hantieren zu können damit. Und es gibt auch ein bisschen weniger Lack. Ne, sie haben es ein bisschen besser gemacht, finde ich, als wie im letzten Jahr. Das Video von letztes Jahr habe ich natürlich auch noch und das lösche ich natürlich nicht. Ne? Auf jeden Fall, die Sims sind groß. Es gibt, glaube dieses Jahr, müsste ich hier gucken, sind es 1, 2, 3, 4, 5 Sims, ähm, die ihr abklappern könnt. Ihr müsst es nicht tun. Und ja, auf jeden Fall. Ich stelle mich mal so hin, dass ich keine Werbung mache für jeden anderen Shop, der das nicht möchte. Und ein Bild natürlich zu machen. Und ja, wie gesagt, einfach mal hier so ein bisschen rumschlendern, mal ein bisschen auch, es gibt natürlich zum größten Teil viele auf Englisch, ne? Ihr könnt natürlich auch einen Übersetzer nehmen, die kein Englisch können, so wie ich. Aber ansonsten
bleibt ihr einfach im OCC-Bereich und guckt es euch an. Und vielleicht lernt man ja dadurch. Und wie gesagt, ich weigere mich bis jetzt, und das werde ich auch eventuell so ausspielen auf Ohr, dass ich diese Bücher momentan nicht lese. Erstens gibt es zum größten Teil auf Englisch. Englisch kann ich sowieso nicht. Und ja, ich könnte zwar zu den 4 Palmen reisen, die haben die Geschichte wunderbar auf Deutsch und dann geht erstmal daraus. Die haben das alles schön aufgelistet. Man könnte sich sie da zur Not auch holen, die ganzen Notizkarten. Und wenn ich irgendwelche Fragen oder beziehungsweise Probleme habe oder ich suche irgendwas Besonderes, dann springe ich auch selber dahin und hole mir die Notizkarte und lese natürlich durch. Aber ich weiß nicht, ob ich mir irgendwann die ganze Geschichte von Goa durchlesen werde. Ich mache mir meine eigene Geschichte und so viel zum Thema dazu. Also, das Video ist auch ein bisschen länger geworden. Ne? Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Es ist aber trotzdem noch im Rahmen ungefähr so 10 Minuten. Wie gesagt, klicken, machen, tun, ihr wisst Bescheid. Und ja, ich gebe euch die Landmarke mit unten bei. Ich gebe euch auch den Gruppennamen mit dabei. Der ist umsonst, der ist kostenlos. Müsst ihr nicht mit joinen, könnt ihr gerne tun. Ne? Ihr habt zu tun. Also bis zum 23. Und danach gibt es natürlich auch wieder Feste. Da gibt es natürlich jetzt im April, Mai, ich müsste lügen, auswendig weiß ich es gerade nicht, dann gibt es wieder das Fantasie-Event. Wir haben Anfang des Jahres, also es gibt wieder viel zu tun in SL. Und wer zu mir sagt, in SL ist langweilig, der guckt erstens nicht mal unsere Videos beziehungsweise meine Videos und zweitens hat keine Ideen und drittens, Entschuldigung, dass ich das ein bisschen sage, aber ist ein bisschen zu bequem dazu. Ich möchte das schreckliche Wort nicht aussprechen, aber es ist einfach nur Bequemheit in meinen Augen. Man mag es anderes sehen, aber und Second Life ist bis jetzt kostenlos, auch wenn man sich anmeldet. Ja, es gibt verschiedene andere Dinge, da muss man, glaube ich, für bezahlen. Aber Second Life ist umsonst und ich habe nicht umsonst die Anfangvideos gemacht, wie man sich in Second Life bewegt, weil ich hin und wieder IMs kriege, deine Videos sind klasse gemacht, deine Videos sind gut, aber ich kann mich in Second Life nicht bewegen. Ich sag mal so, es kann sein, wegen den neuen Viva, dass man sich nicht bewegen kann. Ja, es gibt auch Optionen, da kann man sich noch ich habe den alten, wie ihr noch seht, drauf. Ich habe nicht den neuen, weil ich mich noch weigere, den neuen drauf zu machen. Sollte ich ihn aber drauf machen, den neuen SL Viva, dann natürlich kommt da auch ein Video zu, wie man den einstellt, wie man den einstellen kann, um diese ganzen Helligkeiten bisschen besser zu verbessern und so weiter und so fort. Vielleicht habe ich ja Glück und ich kriege dazu auch noch einen Zippo, der da ein bisschen besser erklären kann, was der neuen Viva angeht und so weiter und so fort. Also, bis dahin, bleibt gesund und jammert nicht so viel rum, meckert nicht so viel rum, mimiert nicht so viel rum. Es gibt immer für manche Situation, nicht für jede, sondern für manche Situation auch Lösungen. Und es gibt eins, es gibt keine perfekten Menschen, auch wenn sie jahrzehntelang Gore gespielt haben. Ja, das geht mir momentan so auch so ein bisschen auf die Eierstöcke, auch wenn sie jahrzehntelang perfekten RP gemacht haben oder Gore gemacht haben. Es gibt immer wieder Erneuerungen, auch wenn die Gore-Bücher was weiß ich wie alt sind. Macht eure eigene Geschichte, aber seid höflich und nett miteinander und akzeptiert den einen so, wie er ist. Ne? Und nicht dieses Rumimi und da Rumimi. Ne? Wir sind alle keine perfekten Menschen. Es gibt sie nicht. Es gibt keine perfekten Menschen. Und die gerade meinen, sie wären tausendprozentig perfekt, die machen jede Menge Fehlern, die die anderen sehen, aber sie selber nicht. Also, bis dahin, ich will mich nicht weiter aufregen, ne? Also, bis dahin, eure Sandy.